In diesem Kapitel werden wir die Montage einrichten für den Player-Charakter, um die Animation darzustellen. Eine Montage ist im Grunde ja eine Klasse, die Animationen hält. Da kann man so viele Animationen, wie man möchte, in so eine Montage packen. Und sie erlaubt es, verschiedene Sektionen einer Montage dann aufzurufen und die entsprechende Animation dann einfach zu spielen. Ein gutes Beispiel ist, wenn man so ein Kombosystem erstellt im Spiel, wo man durch bestimmte Events eine Kombination an Events ein Kombosystem erstellt und diese Kombination dann bestimmte Animationen hat. Dafür nutzt man ja in der Regel so eine Montage dann in der Unreal Engine, um halt Animationen, die in einer bestimmten Sequenzreihenfolge oder Sequenz auftreten, dann in dieser Montage zu verwalten. Diese hält das dann einfach vor und man kann die dann nutzen zu gegebenen Zeitpunkten. Hier in unserem Paladin-Ordner, da haben wir noch keine Animation. Hierfür gehen wir einmal in den Paragon Terra-Ordner und holen uns diese. Hier gehen wir dann hin und holen uns den Filter oben. Unter Animation holen wir uns einfach die Animation Sequence. Und hier sehen wir die verschiedenen Animationssequenzen, die der Charakter mit sich gebracht hat. Das ist einer der Vorteile der Paragon-Charaktere, die kostenfrei auf dem Epic-Markt sind. Im Marketplace, die kommen mit einer ganzen Reihe an Animationen, die man dann auch nutzen kann. Bei diesen Animationen gibt es auch welche für Attacke. Hier sind die Animationen für Primary Attacks. Lass uns hier den einfach öffnen und schauen, wie der aussieht. Ja, der sieht auch gut aus, den nutzen wir dann einfach. Primary Militia Slow. Von den Slow gibt es dann mehrere, da gibt es 3 Stück. In dem Paket gibt es dann halt A, B und C. Hier oben würde ich einfach Steuerung gedrückt halten und dann diesen A-Slow auswählen, B-Slow und hier den C-Slow und ziehe die mir einfach rüber in den Paladin-Ordner hier und kopiere die dahin. Copy hier. Dann können wir einmal den Filter wieder deaktivieren und haben unsere Animation einmal hierher kopiert. Ist natürlich schön, wenn es irgendwie Updates gibt vom Paragon Terra oder so, dass der nicht unsere Animation einfach überschreibt. Dann haben wir unsere eigene Ordnerstruktur im Main und wenn wir die mal auch ändern oder anpassen, dann sind die halt an dieser Stelle da, wo der Paladin hier bei unserem Beispiel ist und nicht dort in diesem Paragon Terra Standardfolder. Wir können die einmal umbenennen, dann sind die auch im Asset Browser an einer anderen Stelle. Einfach F2. Paladin Melee A heißt er bei mir. B und C. Können wir den auch wieder schnell finden. Sind hier einfach hier oben hier alle drei. A, B und C. Jetzt können wir auf diesen Paladin Melee A klicken mit Rechtsklick, Create und unsere Animation Montage createn. Create Animation Montage. Nennen das Ganze Paladin Primary Attack. Dann öffnen wir mal die Montage und holen uns dann B einfach über Drag and Drop. Und danach holen wir uns C.
Ich pausiere mal die Animation hier. Hier können wir dann mit Sektionen arbeiten. Default will ich einmal umbenennen. Das ist dann EDA. Dann hier bei Paladin Melee B, da klicke ich Rechtsklick drauf. New Montage Section. Melee B. Und das gleiche für Melee C. Rechtsklick, New Montage Section. Jetzt habe ich diese 3 Sektionen erstellt. Mit Steuerung gedrückt halten kann man dann einmal reinzoomen, um zu sehen, ob das auch richtig hier übergeht. Der scheint okay zu sein. Bei dem muss ich das noch justieren. Wir können das einmal abspielen lassen hier. Und was wir hier machen wollen, ist, dass wir so einen Loop haben, wenn er bei Melee A ist und wenn er bei B ist und C entsprechend auch, dass er nicht die ganze Sequenz hier von A bis C durchläuft, sondern nur einen bestimmten Bereich. So gehen wir auf Melee A, auf die erste Sektion und stellen das entsprechend ein. Ach, das war hier unten rechts, Montagesektion. Einfach da draufklicken. Und hier die Verlinkung entsprechend einfach löschen. Draufklicken, Remove Link. Dann sind die nicht mehr verlinkt. Die Sektion A, B und C. Wenn wir jetzt die Animation starten, dann ist er halt im A, wenn er im A ist, und loopt das Ganze einfach. Ich speichere das Ganze hier oben nochmal. All Self All. Das ist halt an der Stelle wichtig, dass wir hier diese Links entfernen bei der Montage Section, damit wir die separat nutzen können in so einer zusammenfassenden Montage-Datei. Jetzt in dem Beispiel für Primary Attack, für den Paladin. So lässt sich auch insgesamt diese eine Montage-Datei für verschiedene Animationen halt nutzen, die man dann entsprechend einfach aufrufen kann. Das Ganze können wir noch ein bisschen schneller machen, weil wir wollen ja ein schnelles Spiel haben. Da bei Rate Scale oben links, da können wir das einfach auf 2 oder 3 stellen. Ich stelle das mal auf 2. Ihr könnt das natürlich so einstellen, wie ihr das braucht. Anschließend gehen wir noch hier in diesen Default Slot, diese Gruppe, und wollen uns den Slot Name holen, Upper Body Slot, wir den verwenden. Sorry, ich meine den Upper Body, also den Upper Body hier unten, den verwenden wir. Im Animationsblueprint halt, ne? Im Animationsgraph. Ich speichere das Ganze nochmal. Ja, nachdem wir das mit der Default Group geändert haben, ist dieses Mesh einfach bewegungslos. Das ist einfach nur so ein Unreal Feature oder Bug. Wir können das schließen, nachdem wir das gespeichert haben, und wieder öffnen. Dann sehen wir, dass unsere Animationen und unsere Einstellungen entsprechend gespeichert sind. Das Montage ist erstmal fertig. Dann gehen wir zurück in den Player Paladin, in das Kind-Element von Blueprint Class. Das Kind-Element von BP Player Base. Wir haben den Player Paladin hier. Was wir hier jetzt machen wollen, ist die Montage auch einzusetzen, die wir gerade erstellt haben. Das Ganze wird dann hier genutzt. Und das machen wir dann in der Elternklasse. Und zwar in der Eltern-Eltern-Klasse. Jetzt nicht in dem BP Player Base, sondern davon die Oberklasse. Wir holen uns den BP Player Base Char. 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 Wir holen uns den BP Player Base Char.
Diese Klasse bekommt dann so ein Multiclass, so ein Multicast-Event, meine ich. Das Ganze ist ein Custom-Event. Add Custom Event. Ich nenne das Multi-Primary Attack. Es wird ein Server-Event sein und nutzt dafür den Multicast. Sowohl der Spieler als auch der Computergegner kann dieses Event dann einfach nutzen, sodass die Eltern-Eltern-Klasse ist, von der Hierarchie her. Wir machen daraus einmal einen Multicast hier und Reliable. Compile Save. Und hier wollen wir dann die Montage spielen. Einfach hier rausziehen. Play Montage. Hier sehen wir da, was wir brauchen, ist ein Skeleton Mesh und eine Montage, die abgespielt werden will. Ich gebe einmal diese zwei Variablen einmal weiter unten hin. Sortieren wir das ein bisschen so. Also das Skeletal Mesh und die Montage, die gespielt werden will, die wird dann über so einen Multicast servertechnisch hier ankommen. Dann wollen wir einfach das hier auch dorthin schieben. In dieses Multi-Primary Attack hinzufügen. Und das gleiche mit dem Montage, das von da kommen soll. Und die entsprechende Sektion, die dann gestartet werden soll, auch da rein. Starting Section. Können wir an der Stelle einmal speichern. Kompilieren und speichern. Und damit können wir in dem Paladin das entsprechend jetzt einfach aufrufen. Unseren Multicast. In den Paladin einmal wieder zurück. Und da holen wir uns dann einfach die Multi-Primary Attack, die wir erstellt haben. Multi-Primary Attack. Die Skelett-Mesh-Komponente, die bekommen wir hier auf der linken Seite. Holen wir uns einfach und ziehen die hier einfach rein. Da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, weil wir uns hier in dem Paladin befinden. Da können wir uns natürlich auch hart setzen. Und holen uns hier diesen Paladin Primary Attack, unsere Animation Montage. Bei Starting Section, da haben wir 3 verschiedene Sektionen. Um einmal das zu testen, werde ich dann einfach eine auswählen erstmal. Die MEDA. Das Ganze können wir einmal testen. Erstmal Compile und Save. Holen wir auch nochmal die Project Settings. Wir sollen dann unsere Animation spielen. Wenn ich nach oben drücke, fällt das nach oben, Primary Attack. Hier unten lösche ich die einmal, dieses Up und Down, weil wir wollten die ja anders verwenden. Zumindest wollte ich das so. Ihr könnt das bei euch ja auch anders gestalten. Habe ich hier auch keine Überlagerung. Das rechts und links, das lösche ich auch einmal raus. Wollte ich auch für andere Features nutzen. Kann ich mich mit WASD bewegen und in dem Fall mit Up, also mit Pfeiltaste nach oben, die Primary Attack ausführen, sowie mit einem Gamepad-Button. Unser Local Care, wenn wir das jetzt einfach durchspielen lassen, dann müsste dieses MEDA einfach ausführen,
Hier fehlt noch der Part, dass dieses Currently Attacking auch wieder auf False gesetzt wird an der Stelle. Jetzt so kopiere ich das einfach einmal hier. Einfach draufklicken, Steuerung D. Ziehe mir das hier nach rechts. Verbinde das, setze das dann auf False, indem ich den Haken rausnehme. Kompilieren und speichern. Können wir noch ein bisschen Delay noch einbauen. Ist ja nicht direkt attackiert. Mal 0,6 Sekunden. Und das Ganze testen wir mal. Kompilieren, speichern. Ausführen. Ja, ich habe da noch eine Verbindung wahrscheinlich nicht gesetzt. Klappt noch nicht. Damit das Ganze funktioniert, gehen wir in so einen Content Browser und holen uns die Animation Blueprint. Und dort habe ich den Upper Body Slot verwendet. In der Montage allerdings den Upper Body. Den ändere ich hier kurz auf Upper Body. Kompiliere das und speichere das. Wenn wir jetzt das Ganze starten, dann funktioniert das auch. Da hatte die Animationsblueprint einfach die falsche Referenz. Wenn ich nach oben drücke, Pfeiltaste nach oben, dann schlägt er bei mir. So einen kleinen Delay, den ich eingebaut habe. Wenn er schneller wird, dann gibt es auch diese Animation, die wir das letzte Mal eingerichtet haben. Das Ganze ist jetzt so die Primary Attack, die wir haben, mit Pfeiltaste nach oben. Das war es auch schon für dieses Video. Im nächsten Video werden wir uns dann beschäftigen mit den nächsten Dingen, die wir machen. Sowas wie Kollisionen und so weiter. Wie Kollisionen hier gemacht werden können in der Unreal Engine und damit auch die Gegner einen treffen können. Das soll es gewesen sein für dieses Video und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis bald!